Philipps Clips. Wissenschaft und Gesellschaft. Thema Populismus. Heute aus Sicht einer Politikwissenschaftlerin. Mein Name ist Ursula Biersel. Ich bin Professorin für Demokratieforschung am Institut für Politikwissenschaft der Uni Marburg. Wir beschäftigen uns in der Politikwissenschaft damit, wie sich Demokratien entwickeln und warum sie so zerbrechliche Gebilde sind. Wir fragen danach, wie Autokratien entstehen und warum es so schwer ist, sie zu überwinden. Uns geht es also um das Verhältnis von Gesellschaft, Politik, Macht und Herrschaft. Rechtspopulismus ist nun seit der Brexit-Entscheidung in Großbritannien und der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten zu einem dominierenden Thema in der Demokratieforschung geworden. Wir beobachten nämlich schon seit längerem, dass sich der Zustand von Demokratien verschlechtert. Nun stellen wir uns die Frage, ob ihre Existenz durch Demagogen und antidemokratische Parteien bedroht ist. Ich würde sagen, ja, viele Demokratien, die wir für selbstverständlich halten, sind in Gefahr. Es ist aber keine Schicksalsfrage, ob sie sterben. Denn Demagogen und antidemokratische Parteien kommen durch Wahlen an die Macht. Erst dann können sie einen demokratischen Staat autoritär umbauen. Mit der AfD haben wir nun auch in Deutschland eine Partei, die dieses Ziel verfolgt. Sie macht gefährlich, dass sie die Instrumente des Populismus zu spielen versteht und sie schürt dabei Rassismus, Antisemitismus und Antifeminismus. Sie ruft damit Feindbilder auf, die tief in der politischen Kultur verankert sind. Diese Feindbilder verhelfen ihr dann zu Wahlerfolgen. In unserer Forschung beobachten wir, dass menschenfeindliches und autoritäres Denken verstärkt sichtbar wird und dies in Diskursen und Handlungen zum Teil äußerst brutal. Das ist das qualitativ Neue der aktuellen Situation und nicht ungefährlich. Gleichzeitig sagen uns aber Studien zu politischen Einstellungen, dass es keinen gesellschaftlichen Rechtsruck gibt. Im Gegenteil. Wir erleben große Demonstrationen für Einwanderung, gegen Rassismus und Antisemitismus und für das Bewahren von Grundrechten. In der deutschen Gesellschaft gibt es also ein großes demokratisches Potenzial. Und in diesem Potenzial liegt eine riesige Chance. Und zwar nicht nur antidemokratische Akteure abzuwehren, sondern die Demokratie durchaus auch weiter zu demokratisieren. Damit das gelingt, braucht es eine gesellschaftliche Debatte darüber, wie die Demokratie gestaltet werden könnte. Die Sozialwissenschaften und die politische Philosophie können in dieser Debatte mit ihren Erkenntnissen einen wichtigen Beitrag leisten. Die Wissenschaft sollte sich aktiv einmischen. Möchten Sie mehr wissen? Im Text unter diesem Video finden Sie Hinweise auf weitere verlässliche Informationen zum Thema.